Willkommen zurück. Heute geht es um diesen Kollegen hier. Ihr wolltet letztes Mal wissen, wie ich dieses Teil zusammengebaut habe, beziehungsweise die Maße. Ich dachte jetzt, ich mache mal ein Video draus und zeige euch mal, wie das hier gebaut ist, welche Maße ich hier habe und. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Bis gleich, euer Daniel. So, grüßt euch. Also, wie vorher gesagt, es geht um dieses Teil hier, um den Seenbau Montageständer. Ich hatte den mal ähnlich irgendwo gesehen oder halt irgendwelche Profi-Geräte, wo halt arschteuer sind, ja. Und ja, ich wollte es einfach so günstig wie möglich halten, weil ich halt nicht geschäftlich unterwegs bin, sondern ich mache mir meine eigenen Sehnen privat. Da langt mir so ein Teil. Und ja, heute zeige ich euch, wie ich das Ding gebaut habe und die Maße. Also ich zeige euch das, ich werde aber nachher noch ein Bild einblenden, wo alle Maße drinstehen und wo alles bemaßt ist und eine Stückliste, die werde ich euch wahrscheinlich in die Beschreibung schreiben, was man braucht. Und ich denke, das reicht und ihr könnt es gut abnehmen davon. So, was habe ich gemacht? Kommen wir hier. Das allererste ist, ich habe mir ein Kantholz besorgt, 6 x 4 cm. Da habe ich mir ein Kantholz besorgt und habe es natürlich hier in Stücke geschnitten. Dieses Maß hier zwischendrin ist bei 63 cm und dieser Stehbalken hier, der hat 37 cm. Also wie gesagt, was braucht man? 2 von den Stehbalken von 37 cm und 2 von den Querbalken mit 63 cm. Diese Füße hier unten, hier links und rechts, die habe ich einfach, habe ich die Reste genommen, einmal geteilt und drunter gebaut. Also man kann es auch ohne machen, dann kann man es hier am Tisch fest klemmen mit Schraubzwingen oder man macht halt Füße hin und man kann es überall hin transportieren. Es ist einfach mobiler. Was brauche ich hier noch? Ich habe hier, wie ihr seht, 2 schwarze Winkel. Ich kann es mal so rumhalten. Ich habe hier 2 schwarze Winkel. Die haben, ja, die sind ungefähr 10,5. Die Schenkellängen sind 10,5. Das macht jetzt nichts, wenn es 11 ist oder wenn es 9 sind. Das ist eigentlich egal. Wie gesagt, ich habe hier so breite Winkel. Dann habe ich hier einmal verschraubt solche Winkel. Auf dieser Seite habe ich es, man kann es hoffentlich sehen, hier habe ich es unten und innen gemacht. Wenn ich das Ganze drehe, habe ich es hier genau gleich gemacht und hier natürlich auch. So habe ich diesen Winkel hier stabilisiert und diesen Winkel stabilisiert. Natürlich kommen die Stehbalken, sind außen, man sieht es hier und die sind innen. Genau. Schrauben kann ich euch jetzt gar nicht sagen, was ich benutzt habe. Ich habe einfach welche benutzt, wo hier durchgehen. Die gehen bis hierher, das sind glaube ich 80er Schrauben, 70er Schrauben sogar. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, das waren 80er Schrauben, wo ich hier nochmal separat 2 Stück reingemacht habe. Also ich habe hier 2 Schrauben reingemacht. Bei meinen Füßen unten habe ich noch 5 Schrauben reingemacht, damit das Ganze auch hält.
Den Zwischenbalken habe ich auf Höhe von 11 cm gemacht. Also sprich, ich kann es euch zeigen. Und zwar habe ich hier von unten, habe ich den auf 11 cm gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe nicht hierher gebaut, weil man braucht hier einfach Platz, um mit der Sehne und mit der Wicklung, mit dem Wicklungsgarn einfach arbeiten kann. Da braucht man einfach Platz. Das langt hier. Warum habe ich den Balken reingemacht? Weil ich denke, von mir aus, ich komme auch aus dem Handwerk, allein nur Winkel dran zu machen, hier und hier, ist zu wenig. Da das so weit oben ist, hat es einen enormen Hebel, enorme Hebelkräfte. Deswegen kommt hier noch der Zwischenbalken rein. Dann bewegt sich hier absolut gar nichts. Also absolut nicht. So, was habe ich dann gemacht? Also wir haben das Holzgestell haben wir jetzt komplett. Ich habe mir solche Haken gemacht. Wie gesagt, ich habe das Teil gebaut für Sehnen, für die Ballista und für die Stinger, Alligator, Flat passt glaube ich auch noch. Ich bin auf jeden Fall ziemlich flexibel. In Deutschland hat man die Supersonic Reverse und. Hier in den USA ist es die Ballista Bad Reverse. Ich habe da auch ein anderes Video dazu, ein Unboxing-Video, falls euch das interessiert. Also die sind eigentlich relativ baugleich, würde ich jetzt mal so behaupten. Der Name und die Stärken sind anders. Was habe ich hier benutzt? Hier habe ich kann es drücken, ich habe hier ein Loch reingemacht, man sieht es. Kann es hier erkennen, ich habe einfach die Mitte genommen, gar nicht großartig gemessen. X rein, fertig, durchgebohrt. Ich habe hier solche Haken genommen, die sind 15 cm lang. Ja. Dann habe ich hier 2 Unterlagscheiben und eine Mutter. Mehr habe ich hier nicht. Auf der anderen Seite genau dasselbe Spiel. Was ich bei den Haken noch geändert habe, ist, ich habe sie hier ein bisschen abgeschnitten, weil es ist dann einfacher, die Ösen und die Öhrchen wegzunehmen. Das ist dann etwas komfortabler und das passt dann so. Hier oben diese Teile, die sind für das Wickeln von Öhrchen für die Dyneema-Sehnen, damit ich hier meine Öhrchen auch wickeln kann. Weil ich habe es einfach gerne kompakt und deswegen habe ich alles in einem Teil gebaut oder mir was überlegt, dass es passt. Hier bin ich ganz einfach hingegangen. Ich habe hier, kann es mal rausschrauben. Moment. Na, hopp. So. Ich bin hier hingegangen. Ich habe hier eine Schraube, das ist eine 25er. 25 mm lang. Es ist eine M4 Schraube. Dann bin ich hier oben hingegangen, falls man sieht. Ich hoffe, man sieht. Ich habe ein Loch reingebohrt, die ungefähr 30 mm habe ich es reingebohrt. Das Loch habe ich ein bisschen kleiner gemacht als die Mutter, ja. Und die Mutter habe ich einfach mit dem Hammer reingeschlagen. Das langt völlig aus, ja. Und wie gesagt, ich habe dann hier 2 Unterlagscheiben noch. Hier an der Seite habe ich einfach noch 2 Nägel reingehauen, damit ich hier mein Wicklungsgarn mit dem Gerät einfach hier hinstellen kann. Dann habe ich alles in einem. Hier unten lege ich meine Schablonen hin für die Sehnen an sich. Und ja, wie gesagt, das war es eigentlich schon, ja. Also mehr ist es nicht, also es ist wirklich kein Hexenwerk und das geht eigentlich ganz gut. Ja, die Liste fürs Material, die schreibe ich euch dazu. Also Holz, wie gesagt, es ist ein 6x4er Kantholz, Winkel. Man kann beliebige Winkel hinmachen, ja, die müssen jetzt nicht so die Länge haben, aber ich schreibe euch dazu die Längen, was ich da für Winkel benutzt habe und diese Winkel, also Innenwinkel, Außenwinkel, dann habt ihr schon mal welche Winkel ich meine. Und ja, die Schenkellängen kann ich euch auch aufschreiben.
Aber ansonsten war es das. Schrauben brauche ich euch, glaube ich, nicht aufschreiben, weil das sind stinknormale Spackschrauben. Deswegen, da könnt ihr verwenden, was ihr wollt, was passt, sage ich mal, ja. Hauptsache, die gehen weit genug hinein, dass es keine so kurzen Dinger sind, sondern schon, dass sie fast bis zur Mitte gehen, dann hält es 100%. Am Ende habe ich das alles noch abgeschliffen, die Kanten und alles, damit man sich hier nicht verletzt, damit keine Späne in der Hände hat nachher, weil das kann schmerzhaft sein und ist ein ekelhaftes Gefühl. Alles klar, das war schon und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Was ich noch sagen wollte ist, lasst ein Like da, wäre ganz cool. Lasst ein Like da, folgt uns, das wird uns riesig freuen, ja. Weil wir ganz einfach, ich sag mal, ein Herz für die Community haben, ja, wir hören auf die Community. Wir versuchen auch Wünsche oder egal was, könnt ihr gerne euch äußern in den Kommentaren. Wie gesagt, wir versuchen vieles dann umzusetzen, euch zu zeigen, wie es geht und. Diese Schrauben oder Haken, wie gesagt, die sind 15 cm lang. Aus dem Grund, weil die Stinger sind kürzer. Und wenn ich Ballista nehme, dann kann ich hier rausfahren. Ich bin da sehr, sehr flexibel. Schraube die rein. Hier auf derselben Seite, auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Bin ich sehr flexibel und kann mehrere Größen verwenden.